Auf unserer Reise durch Europa zieht es uns immer wieder in den hohen Norden. Skandinavien ist für uns mehr als nur ein Reiseziel, vertraut genug, um sich wie eine zweite Heimat anzufühlen und doch auf eine schöne Weise fremd, wild und voller Abenteuer. Zwischen weiten Wäldern und arktischer Tundra, zwischen endlosen Tagen und nicht enden wollenden Nächten liegt für uns ein Gefühl von Freiheit, das uns immer wieder zurückkehren lässt. Seit Anfang Juni sind wir zurück in Schweden und nachdem wir die ersten Wochen im Süden des Landes verbracht haben, lockt uns ein Naturphänomen über 1000 Kilometer Richtung Norden, die Mitternachtssonne. Denn um die endlosen Sommertage zu erleben, gilt es, den Polarkreis zu überqueren. Und genau das ist unser Plan für die nächsten Tage. Willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es ja schon gehört, wir sind auf dem Weg zum Polarkreis und haben uns aber jetzt entschieden, ganz spontan auf dem Weg dahin noch einen kleinen, mittelgroßen Umweg zu fahren, und zwar über den Wildmarkswegen. Das ist ja Schwedens höchste asphaltierte Straße und wir waren jetzt zwar schon einmal im Sommer, allerdings haben wir gerade zufällig gesehen, dass das Stekenjokk, das ist quasi nochmal so ein Hochplateau entlang des Weges, aktuell noch Schnee hat und auch vor ein paar Tagen erst geöffnet wurde. Von daher hat uns jetzt doch so ein bisschen die Abenteuerlust gepackt und wir nehmen jetzt nochmal knappe 300 Kilometer ungefähr in Kauf, um eben diesen Umweg zu fahren und vielleicht noch so ein bisschen schwedischen Winter mitzunehmen. Und da freuen wir uns jetzt richtig drauf. Jetzt steht aber erstmal ein Wasserfall auf dem Programm und da nehmen wir euch natürlich mit. Es waren jetzt 29 Kilometer Schotterpiste hierher, aber dadurch, dass es so festgefahren ist, war es überhaupt gar kein Problem. Und wir sind jetzt am Hallingså-Fallet Wasserfall angekommen. Das ist der höchste Wasserfall am Wildmarkswegen. Und letztes Mal haben wir den tatsächlich ausgelassen, weil wir von der norwegischen Seite gekommen sind. Entsprechend auch für uns noch Neuland und den schauen wir uns jetzt an. Der Abstecher hat sich auf jeden Fall richtig gelohnt. Der Wasserfall ist mega beeindruckend. Ich glaube auch gerade, weil aktuell noch Schneeschmelze ist und da deswegen so super viel Wasser den Fluss runterkommt. Jetzt fahren wir ein Stückchen weiter Richtung Gäddede. Da tanken wir einmal. Und dann geht es entlang der Hauptroute auf das Stekenjokk. So langsam haben wir die Schneefallgrenze erreicht. Überall am Straßenrand liegen noch so Altschneefelder und generell hat sich die Kulisse einmal komplett gewandelt. Sieht mega cool aus. Das ist übrigens auch der Grund, warum dieser Abschnitt des Wildmarkswegen, also über dieses Stekenjokk, im Winter gesperrt ist. Also zwischen dem 15. Oktober und dem, ich glaube, 6. Juni darf man die Strecke oder kann man die Strecke gar nicht fahren. Da war auch direkt am Anfang gerade eine Schranke. Und ja, wir sind jetzt quasi 3 Tage nach Öffnung unterwegs, also ganz frisch und dürfen jetzt die ganzen Eindrücke mal auf uns wirken lassen. Verrückt schön ist diese Kulisse einfach.
Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir diesen Schwedensommer nochmal in so einer Landschaft landen. Und ich war schon ein bisschen traurig, weil wir normalerweise, wenn wir nach Skandinavien fahren, ja oft über Norwegen hochgefahren sind. Und dann war unser erster Stopp immer das Haukelifjell. Und da hat man um diese Jahreszeit ähnliche Bedingungen. Also noch so ein bisschen Schneereste, ja, dieses ganze Schmelzwasser, die Berge. Es ist so, so schön. Ist das der Kaffeetanz? Das ist der Kaffeetanz. Das Gute ist ja, dass es so lange hell ist, dass sich natürlich auch die Kaffeezeit nach hinten verschiebt. Ideal. Also wir haben jetzt 17:24 Uhr. Perfekte Zeit für einen Kaffee. The summer came for us and showed us what we lost. And I'm writing to myself about the things you said, about the things you said. The slowness creeps towards my feet. Within the light the morning brings to clean the remnants of a dream. Shadows you cannot see, I brush aside. You're on my mind is weak, the lows are deep. I fall into the refuge that is sleep. There's nothing in my view but images of you 1,000 times. Ist es schön, wow. The summer came for us and showed us what we lost. I'm riding to myself. Es könnte unser Platz für die Nacht sein, aber ich glaube, der Blick sagt nein. Ist zu weich? Also kommt vielleicht rauf, aber nicht wieder runter. Ja, genau. Also eher mit dem Gedanken, dass es morgen regnen soll. Vielleicht nicht so klug. Hm? Vielleicht nicht so schlau. Schade, weil die Aussicht wäre mega. Die Aussicht ist mega schön. Und wir haben volles Internet hier. 5G mitten im Nichts. Ja, das geht auch nur in Skandinavien. Das stimmt. Oh, guck mal. Das musst du mal sehen. Man denkt, das ist fest, ne? Ja. Guck mal hier. Ei. Aber komplett. Wie Treibsand mit Steinen drauf. Ja. Aber klar, man sieht, dass wir ein bisschen absacken. Ne? Auch fotogener so. Genau. Pasta with a view. Oh, ein Berg. Ja. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Wir haben euch noch mal kurz mit rausgenommen, um euch einmal zu zeigen, wie lange es mittlerweile schon hell ist. Wir haben jetzt, ich glaube, rund um Mitternacht und es ist fast noch taghell. Man hat zwar schon seit einigen Stunden diese Sonnenuntergangsstimmung, so leicht orange-gelben Himmel. Und die Sonne geht um 2 Uhr schon wieder auf. Also wir haben im Prinzip nur 2 Stunden Nacht. Und je weiter wir jetzt nordwärts fahren, desto kürzer wird dieser Abstand, bis wir dann eben irgendwann die Mitternachtssonne haben und die Sonne gar nicht mehr untergeht. Ja, es führt auf jeden Fall dazu, dass wir ziemlich lange wach bleiben, aber auch zu einer mega coolen Stimmung, die wir gerade sehr genießen.
Kleiner Kulissenwechsel. Wir sind runter vom Fjell und zurück auf der E45 und haben jetzt hier einen unserer Lieblingsplätze entlang der Route nordwärts angesteuert ins Torunman. Und hier werden wir jetzt noch mal eine entspannte Nacht verbringen und dann geht es wirklich weiter Richtung Norden. Unser nächstes Ziel ist Jokkmokk und dann sind wir endgültig am Polarkreis. Im letzten Video ausgesprochen haben, dass wir mehr Zeit in Zentralschweden verbringen wollen an der norwegischen Grenze, hat es uns irgendwie dann doch recht schnell wieder in den Fingern gejuckt, doch nochmal hochzufahren zum Polarkreis. Und obwohl es jetzt insgesamt mit unserem Umweg über den Wildmarkswegen knapp 1300 Kilometer Strecke sind und es natürlich eine Menge Sitzen und Fahren bedeutet, freuen wir uns total, die Mitternachtssonne oben zu erleben. So zum ersten Mal richtig. Aktuell sind es zwar auch schon so 23 Stunden Tageslicht und man sollte meinen, es tut sich gar nicht mehr so viel. Aber wenn die Sonne dann wirklich nicht mehr hinter dem Horizont verschwindet, sondern durchgehend oben bleibt, ist das schon mal ein richtig cooles Gefühl. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, das zu erleben und ja, entsprechend ist es noch ungefähr eine Etappe gen Norden. Wir haben alles zusammengepackt und machen uns gleich auf den Weg Richtung Norden. Vorher setzen wir aber noch einen kleinen Kundenwunsch um. Der hat sich nämlich ein Foto gewünscht von einem Camper vor einem Schwedenhaus in sommerlicher Kulisse. Und gerade passt eigentlich alles ganz gut, die Sonne scheint und deswegen haben wir jetzt gerade schon einmal ein bisschen gescoutet, verschiedene Perspektiven ausprobiert und werden jetzt gleich mit Sprinti hier einmal auf den Damm fahren und dann hoffentlich ein paar schöne Motive einfangen mit dem Haus im Hintergrund und Sprinti im Vordergrund. Ja, rechts angeschnitten, genau. Weiter, weiter, weiter. Noch sieht man das Haus gar nicht. Weiter, weiter, weiter. Stopp! So ist gut. Cool, High Five. Nice, los geht's. Wir haben gerade auf dem Navi gesehen, dass Stau ist und ich habe schon gesagt, vielleicht sind es Rentiere und tatsächlich, wenn man in Lappland Stau hat, dann meistens wegen der Tiere. Das ist übrigens auch typisch Schweden. Man fährt hunderte Kilometer lang über beste asphaltierte Straße und plötzlich hört die Straße auf und man landet auf Gravel. Jetzt schon wieder. Ja, vor allem in den Sommermonaten halt, ne? Ja, voll. Jetzt ist quasi der Winter vorbei. Jetzt reparieren sie die Straßen. Und dann ziehen sie auch erstmal 30 Kilometer Asphalt einfach ab. Ist das erstmal so. Ha. Der Ausblick ist dann so. Oh Gott. Oh Gott, immer das weiße, große hier. Wow. Tschüss. Back on track. Seit
wir Skandinavien zum ersten Mal bereist haben, hat der Polarkreis auf uns eine beinahe magische Anziehungskraft. Obwohl der Ort selbst denkbar unspektakulär ist, fühlt es sich an, als wären wir erst mit seiner Überquerung so richtig in Schwedisch Lappland angekommen. Als wäre alles, was jenseits des 66. Breitengrades liegt, die echte Wildnis Schwedens. Und wenn man bedenkt, dass am nördlichen Polarkreis ganz offiziell die Arktis beginnt, ist es vielleicht gar nicht nur der Ort selbst, der uns immer wieder in seinen Bann zieht. Vielmehr sind es die Bilder in unserem Kopf, die wir mit ihm verbinden, und die vielen Erinnerungen an unsere eigenen Abenteuer in dieser endlosen Weite. Ihr habt es gesehen, wir haben den Polarkreis überquert und sind jetzt hier in Jokkmokk angekommen. Wir haben gerade hier beim Supermarkt noch eine Kleinigkeit eingekauft und schauen jetzt mal, ob wir den Stellplatz, den wir hier vor 2 Jahren hatten, erstens wiederfinden und zweitens, ob der noch zugänglich ist. War nämlich ein richtig schöner Platz, direkt am Fluss, ein bisschen außerhalb der Stadt, und da haben wir uns richtig wohl gefühlt. Und ja, den steuern wir jetzt mal an und planen mal ein wenig unseren Aufenthalt hier in der Region. Das war einer dieser Plätze, auf die wir immer wieder kommen, ne? Ist das 3. Mal jetzt? Ja, genau. Ich glaube, das erste Mal waren wir 2021 ja. Oder so hier. Dann vor 2 Jahren. Und jetzt wieder. Irgendwie schön wieder zu kommen. Seht ihr den orangenen Fleck da hinten im Gebüsch? Das ist kein Elch, kein Rentier, sondern Manu. Der ist direkt mal losgezogen, um Feuerholz zu suchen. Es liegt nämlich einiges an toten Bäumen hier im Gebüsch und die kann man dann ja entnehmen. Und da wir hier direkt am Platz eine Feuerstelle haben und aktuell auch noch keine Restriktionen verhängt sind, was die Waldbrandgefahr oder so angeht, werden wir heute Abend, wenn der Wind mitspielt, vielleicht noch mal ein kleines Lagerfeuer machen. Gerade eben kam ein junger Mann hier mit dem Quad vorbei und hat uns gefragt, wie lange wir hier planen zu bleiben. Da waren wir erstmal so irritiert, weil das jetzt erstmal kein offensichtlich abgesperrter oder privater Bereich ist. Und dann erzählte er uns aber, dass er tatsächlich diesen ganzen Bereich entlang des Sees und auch den Wald von seinem Opa geerbt hat und demnach jetzt quasi der Owner dieser riesigen Fläche hier ist. Und er war aber total nett und meinte, wenn wir jetzt nicht zu lange bleiben und natürlich auch keinen Müll hinterlassen und so, dann dürfen wir gerne bleiben. Aber das bestätigt nochmal so ein bisschen unsere Vermutung, dass eigentlich viele Plätze, auch die man zum Teil so auf Park4Night sieht und wo man erstmal denkt, das ist allgemeingut, dann doch in privatem Besitz sind und dann natürlich auch Leute hinterstehen, die vermeiden möchten, dass da zu viele Camper irgendwie ihr Lager aufschlagen. Spannend, aber auch schön, dass wir trotzdem noch ein bisschen bleiben dürfen. Wir hatten nicht vor, hier länger als 1-2 Tage zu stehen, von daher passt das ganz gut. Das steht ja zum Beispiel bei den Eremitplätzen auch, dass das Privatbesitz ist. Und wenn man die Plätze gebucht hat, dann man da als einziger Camper quasi steht. Aber es trotzdem sein kann, dass aufgrund des Jedermannsrechts Leute halt trotzdem vorbeikommen. Ja, das vermischt sich hier ziemlich stark. Das ist so ein Mix aus, es ist zwar privates Land, aber irgendwie hat trotzdem jeder so Zugangsrecht und darf wahrscheinlich auch tagsüber dann irgendwie, wenn es zugänglich ist, dann auf offiziellen Straßen rüber. Aber es ist so ein Offiziell gehört es halt schon jemandem. Offiziell gehört, glaube ich, das meiste immer irgendwem. Also, sagt ja, great investment. Ja, absolut. Allein schon wegen des Brennholzes. Spaß machen? Ja, es ist schön warm. Das ist genau die Temperatur, bei der Lagerfeuer angenehm ist. Wir haben es ja auch schon öfters mal im Winter gemacht, aber dann
Wenn man hier so bei Minusgraden draußen sitzt, dann kann auch das Feuer nicht mehr viel retten. Was haben wir jetzt gerade? 10 Grad ungefähr? Ja, 9, ich glaub, so 10 Grad? Ja, voll so mit Mütze und Feuer schon fast zu warm. Ja. Wir wandeln gerade so ein bisschen auf unseren eigenen Spuren. Auf diesem Campingplatz hier sind wir jetzt schon zum 3. Mal in 5 Jahren. Und obwohl der jetzt gar nicht so super special ist, sind wir irgendwie total gerne hier, weil das damals, als wir zum ersten Mal hier waren, so eine richtig coole Erfahrung war. Da war es Winter, es war dementsprechend alles weiß und irgendwie so richtig arktisch. Und wir waren die Einzigen hier. Und auch wenn wir jetzt hier nicht mehr die Einzigen sind, bleibt trotzdem so dieses Gefühl von Abgeschiedenheit und ja, irgendwie so dieser Wildnis, die wir mit dem Norden verbinden. Und ja, jetzt sind wir hier erstmal für 1-2 Tage, nutzen mal wieder die Infrastruktur. Und was wir ja auch gerne mögen, ist, dass hier verschiedene Wanderwege vom Campingplatz aus in die Natur führen. Und da werden wir heute Abend, wenn das Wetter mitspielt, mal eine kleine Tour unter der Mitternachtssonne machen. Hi. Du brauchst ein dickes Fell hier, ne? Oh, ja, voll. Ist im Winterfell noch nicht ausgezogen. Kleiner Polarhase. Wir haben uns fest vorgenommen, auf dieser Tour unser Outdoor-Equipment, das wir auf dem Dach mit uns rumfahren, häufiger zu benutzen. Und jetzt haben wir hier auf dem Platz das letzte Mal, als wir hier waren, vor 2 Jahren, einen richtig schönen Aussichtspunkt entdeckt, den man erwandern kann. Und kurzerhand entschlossen, dass wir unser Abendessen heute von Sprinti auf den Berg verlagern. Und ja, deswegen ein bisschen mehr dabei, Kamera-Equipment und alles zum Kochen. Und jetzt ziehen wir mal los. Der Weg startet abenteuerlich. Es hat halt viel geregnet die letzten Tage. Das ist auch für die Wandersaison hier echt noch früh. Ja, das stimmt. Ob wir darüber nachgedacht haben, unsere richtigen Wanderschuhe mit hohem Schaft anzuziehen? Ja. Ob wir uns dagegen entschieden haben? Ja. We need more than hopes and wishes for us to make it through the night. Stormy weather, weary eyes, hope to make it through the night. Before this night is over, I will guide you home. Das ist echt richtig gut getimt. Wir sind nämlich losgelaufen und es war noch ziemlich trüb. Und jetzt kommt so auf der Hälfte des Weges die Sonne raus und alles leuchtet so richtig schön grün. Und ja, wie erwartet sind wir die Einzigen hier auf dem Weg. Durch der Vorteil jetzt der Mitternachtssonne. Das ist jetzt, ich glaube, 20 Uhr ist ungefähr. Und ja, man jetzt auch noch entspannt loswandern kann. Und ja, quasi die ganze Nacht oder die halbe Nacht offen steht. Das kommt uns ganz gelegen mit unserem Rhythmus. So ist nicht in Erinnerung. Ja? Ich dachte, wir hätten noch viel mehr Baumhöhe. Ja. Ich glaube, wir waren wirklich weiter unten letztes Mal. Wow. Hier ist richtig cool. Hier ist das so ein 360 Grad Blick sogar. Oh, mega. Ciao Marcel, bis später. Wasser musst du natürlich mitbringen. Weil hier kein See in erreichbarer Nähe ist. Wir wussten, dass hier auf dem Weg genau kein See und auch kein Fluss oder sowas ist. Wir haben uns heute für die einfache Campingküche entschieden. Aber Pasta Pesto geht ja eigentlich immer, ne? Fast hätten wir dieses kleine Outdoor-Abenteuer wieder verworfen, als die Wetter-App für den Abend dicke Regenwolken ankündigte.
Warum sollten wir unser Abendessen samt Campingkocher den Berg hochschleppen, wenn wir es auch einfach mit einem Bruchteil des Aufwands im Trockenen zubereiten könnten? In unserem Alltag auf Reisen entscheiden wir uns oft für den schnellsten Weg zum Ziel. Die direkte Verbindung von A nach B, die effizienteste Lösung für Alltagsaufgaben, die im Camper ohnehin schon mehr Zeit in Anspruch nehmen. Doch diese Reiseetappe hat uns wieder einmal gezeigt, dass sich Umwege lohnen. Ohne ein paar extra Meilen im wörtlichsten Sinne wären wir nicht mitten im Sommer im schwedischen Winter gelandet, hätten nicht über 1000 Kilometer zum Polarkreis zurückgelegt und würden unsere Pasta nun vermutlich wie so oft zwischen 2 Laptop-Sessions im Camper verschlingen. Manchmal, vielleicht sogar allermeistens, sind Umwege eben der schönste Weg zum Ziel. So, ich glaube, so langsam packen wir mal zusammen. Es ist jetzt echt nochmal richtig aufgezogen eben und wir haben nochmal richtig schönes Licht bekommen. Aber es wird jetzt doch auch bedeutend kälter, trotz Mitternachtssonne. Kühlt es doch nachts nochmal so auf, ich weiß gar nicht, 7, 8 Grad ab. Deswegen haben wir uns gerade schon mal ein bisschen wärmer angezogen und treten jetzt mal langsam den Rückweg an.